Vom 24. Juni bis zum 11. Juli waren wir mit unserem Hupsi durch Deutschland unterwegs. Auf rund 2200 Kilometern entdeckten wir 7 besondere Orte in 6 Bundesländern. In der Videoreihe unter dem Motto Fachwerk, Wasser und Panorama nehmen wir euch mit zu den schönsten Momenten unserer Reise. Im letzten Teil haben wir Lichtenfels erkundet und den ersten Abschnitt unserer Tour erlebt. Die nächste Etappe führt uns nach Brandenburg an der Havel. Dort beziehen wir den Stellplatz der Stadtmarina Brandenburg. Freut euch auf historische Bauwerke, idyllische Wasserwege und eine der wasserreichsten Städte Deutschlands. Am Freitag gegen 11.15 Uhr machten wir uns nach unserem Stadtbummel durch Lichtenfels wieder auf den Weg. Rund 350 Kilometer lagen nun bis zu unserem nächsten Etappenziel vor uns. Like a chance to feel alive. No schedules, no reasons to hurry. Just moments we don't wanna lose. This is the best time of our lives, when we're together, feeling free. No walls around us, no limits waiting. Just endless places we can see. Being one. A different view outside the window, a different story every day. A little laughter, a little sunshine, and all the stress just fades away. We don't need everything perfect. We don't need a perfect plan. The happiest moments find us when we simply understand that life is made of little treasures, of every smile and every place. This is the best time of our lives, when we're together, feeling free. No walls around us, no limits waiting. Just endless places we can see. Being one. And when the years are passing by, we'll remember how it felt. Those open roads, those endless skies, those moments we had for ourselves. Gegen 15.45 Uhr erreichten wir die Stadtmarina Brandenburg. Neben den Bootsliegeplätzen stehen hier auch rund 60 Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung. Für die Einfahrt auf das Gelände benötigt man eine Schrankenkarte, die an der Rezeption ausgegeben wird. Wir hatten bereits im Vorfeld online den Stellplatz Nummer 6 reserviert. Bei unserer Ankunft merkten wir jedoch, dass dieser leider gar keinen Schatten bot. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen fragten wir deshalb nach, ob ein schattigerer Platz frei wäre. Das freundliche und hilfsbereite Personal bot uns daraufhin den sogenannten Grillplatz an. Da bei dieser Hitze wohl niemand auf die Idee kommen würde, die Feuerstelle zu nutzen, nahmen wir das Angebot dankend an und hatten so einen angenehm schattigen Stellplatz.
Auf dem Gelände der Stadtmarina stehen alle wichtigen Serviceeinrichtungen zur Verfügung. Auch ein schöner Kinderspielplatz ist vorhanden und außerdem gibt es ein kleines Bistro mit Terrasse sowie einen Loungebereich. Wer die Umgebung vom Wasser aus entdecken möchte, kann sich außerdem direkt vor Ort ein führerscheinfreies Boot mieten. Die gesamte Anlage ist liebevoll gestaltet und sehr gepflegt und man hat von allen Stellplätzen einen Blick auf den Silo-Kanal. Das maritime Flair mit den Stellplätzen am Hafenbecken hat uns sofort gefallen. Die Sanitärgebäude sind über einen Zahlencode zugänglich. Sie sind modern ausgestattet und während unseres Aufenthalts waren sie stets sauber. Wer noch mehr Komfort wünscht, kann außerdem ein privates Mietbad hinzubuchen. Wir zahlten pro Nacht inklusive Strom und Nutzung der Sanitäranlagen 37 €. Diesen Preis finden wir für den Platz und die hervorragende Lage absolut gerechtfertigt. Das Zentrum von Brandenburg an der Havel erreicht man zu Fuß nach etwa 2 Kilometern. Einkaufsmöglichkeiten sowie eine Bushaltestelle befinden sich unweit des Stellplatzes. Wir haben so oft gedacht, irgendwann kommt die Zeit, doch das Leben zieht vorbei, wenn man immer nur verschiebt. Also öffnen wir die Augen für das, was gerade vor uns liegt. Die Sonne steht am Himmel, die Luft fühlt sich nach Freiheit an. Keiner weiß, was morgen bringt, also feiern wir das jetzt. Heute ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Keine Pläne, keine Sorgen, nur die Zeit, die wir gerade haben. Wir tanzen mit dem Leben, lassen einfach alles los, denn die schönsten Erinnerungen entstehen sowieso. Wir brauchen keine großen Dinge, keinen perfekten Plan, denn manchmal liegt das Beste in einem einfachen Moment. Die Straßen führen weiter, doch wir bleiben kurz mal stehen, um all die kleinen Wunder mit offenen Augen zu sehen. Das Leben fragt nicht nach dem Morgen, es lädt uns heute ein. Heute ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Keine Pläne, keine Sorgen, nur die Zeit, die wir gerade haben. Wir tanzen mit dem Leben, lassen einfach alles los, denn die schönsten Erinnerungen entstehen sowieso. Nicht später, nicht irgendwann, nicht wenn alles perfekt ist. Heute ist der Moment, wir lassen ihn nicht vorbeiziehen. Wir nehmen jeden Augenblick, weil wir ihn gerade fühlen. Mit Sonne auf der Seele und einem Lächeln im Gesicht. Das Leben wartet nicht auf uns. Wir leben es jetzt. Heute, hier, genau jetzt. Heute. Den restlichen Tag verbrachten wir ganz entspannt vor unserem Wohnmobil. Als krönenden Abschluss konnten wir noch einen schönen Sonnenuntergang über dem Silo-Kanal beobachten. Der Samstag versprach sehr heiß zu werden. Trotzdem machten wir uns nach dem Frühstück zu Fuß auf den Weg in die Altstadt, denn schließlich wollten wir die Stadt näher kennenlernen.
Unser Rundgang begann auf dem Altstädtischen Markt, dem historischen Mittelpunkt der Altstadt. Seit dem Mittelalter ist dieser Platz das Herz Brandenburgs an der Havel. Besonders ins Auge fällt der Roland, eine über 5 Meter hohe Sandsteinfigur aus dem Jahr 1474. Er gilt bis heute als Symbol für die städtische Freiheit und die Marktgerechtigkeit. Direkt dahinter erhebt sich das beeindruckende altstädtische Rathaus, dessen älteste Gebäudeteile bereits aus dem 13. Jahrhundert stammen. Mit seiner markanten Backsteinfassade gehört es zu den bekanntesten Bauwerken der Stadt. Auf einer Bank sitzt eine Figur mit der typischen Knollennase, eine Hommage an Vico von Bülow, besser bekannt als Loriot. Der berühmte Humorist wurde 1923 in Brandenburg an der Havel geboren. Ihm zu Ehren begegnet man an verschiedenen Stellen der Stadt immer wieder den kleinen Waldmöpsen. Die Bronzefiguren sind eine liebevolle Erinnerung an Loriots berühmte Zeichnung und wurden an verschiedenen Orten im Stadtgebiet aufgestellt. Einen dieser Waldmöpse entdeckt man direkt am Marktbrunnen, der den altstädtischen Markt zusätzlich belebt und ein beliebter Treffpunkt auf dem Platz ist. Weiter ging es zur Jahrtausendbrücke, einem der bekanntesten Wahrzeichen von Brandenburg an der Havel. Die Brücke verbindet die Altstadt mit der Neustadt und überspannt die Havel an einer Stelle, die schon seit Jahrhunderten eine wichtige Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen darstellt. Bereits im Mittelalter gab es hier eine feste Querung des Flusses. Ihren Namen erhielt die Brücke im Jahr 1929 anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Stadt. Die heutige Konstruktion wurde allerdings erst viele Jahrzehnte später errichtet und im Jahr 1996 eingeweiht. Auf den großen Stufen am Heinrich-Heine-Ufer legten wir eine kurze Pause im Schatten ein. Anschließend gingen wir weiter durch die Hauptstraße, die zentrale Einkaufsstraße der Stadt. Dabei entdeckten wir auch das Glockenspiel an der Fassade eines Geschäfts. Mehrmals täglich erklingen hier die Glocken und sorgen für einen besonderen Moment während des Stadtbummels.
Neben den vielen Geschäften und den historischen Fassaden fallen auch die Straßenbahnschienen auf, die mitten durch die Fußgängerzone verlaufen. Die Straßenbahn gehört seit über 100 Jahren zum Stadtbild und ist bis heute ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs. Am Ende der Hauptstraße befindet sich der Neustädtische Markt, das Herz der Neustadt und Treffpunkt seit dem Mittelalter. Von da aus gelangten wir zur St. Katharinenkirche. Die Backsteinkirche wurde im 14. und 15. Jahrhundert erbaut und zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Stadt. Mit ihrem mächtigen Turm und der typischen norddeutschen Backsteingotik prägt sie das Stadtbild bis heute. Ihr lichtdurchfluteter Innenraum beeindruckt mit seiner reichen historischen Ausstattung und den mittelalterlichen Wand- und Deckenmalereien. Passend zu unserem Besuch erklang gerade die Orgelmusik am Mittag. Zwischen dem 1. Juni und dem 15. Oktober findet dieses halbstündige Konzert täglich zur Mittagszeit statt und sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre in der Kirche. Weiter ging es zum Pfaffeufer. Der Bereich direkt am Wasser vermittelt den besonderen Charakter von Brandenburg an der Havel. Historische Gebäude, kleine Anleger und der Blick über die Havel prägen diesen Abschnitt der Stadt. Von hier aus konnten wir auch einen Blick hinüber zur Dominsel mit dem Dom St. Peter und Paul werfen. Ein weiterer Blickfang auf unserem Rundgang war der neustädtische Mühlentorturm. Der aus Backstein errichtete Torturm aus dem Jahr 1411 ist ein Überbleibsel der mittelalterlichen Stadtbefestigung. An der Nähtewinde, einem Seitenarm der Havel, lädt ein kleines Aussichtsdeck zum Verweilen ein.
Ufer der Netewinde setzten wir unseren Spaziergang fort und kehrten schließlich zur Jahrtausendbrücke zurück. Da das Thermometer inzwischen 35 Grad erreicht hatte, entschieden wir uns, die Stadt aus einer anderen Perspektive weiter kennenzulernen. Am Salzhofufer startete unsere 2-stündige Rundfahrt an Bord der Fritze B. Die Fahrt führte uns an der Dominsel vorbei bis zur ehemaligen Burgmühle. Anschließend ging es weiter über den kleinen und den großen BC, vorbei an der Statue des Brandenburger Originals Fritze Bollmann führte die Route durch den Silokanal an unserer Stadtmarina vorbei, weiter zum Quentsee und schließlich über den Breitlingsee zurück in die Niederhavel. Brandenburg an der Havel zählt übrigens zu den ältesten Städten Ostdeutschlands. Bereits im Mittelalter spielte die Stadt eine bedeutende Rolle. Als im Jahr 1157 die Mark Brandenburg gegründet wurde, nahm ihre Geschichte hier ihren Anfang. Deshalb gilt Brandenburg an der Havel bis heute als ihre historische Wiege. Das historische Zentrum gliedert sich in 3 Stadtkerne: die Altstadt, die Neustadt und die Dominsel. Zahlreiche Brücken verbinden sie miteinander und verleihen der Stadt ihren besonderen Charakter. Rund 1/5 des Stadtgebiets besteht aus Wasserflächen. Nicht ohne Grund trägt die Stadt deshalb auch den Beinamen Venedig der Mark Brandenburg. Ein heißer Tag liegt über der Stadt, die Sonne malt ein goldenes Licht. Das Wasser trägt uns langsam weiter, die Ufer ziehen ruhig vorbei. Wir lassen die Zeit ein wenig treiben, so wie das Schiff auf dem Fluss. Denn manchmal sind es diese Stunden, die man für immer fühlen muss. Vom Wasser aus sieht alles anders aus. Die Stadt erzählt uns ihre Geschichten. Alte Brücken, schöne Häuser ziehen langsam an uns vorbei. Wir lassen uns vom Fluss begleiten, genießen jeden Augenblick. Ein Sommertag voller Leichtigkeit, ein kleines Stück vom großen Glück. Vom Wasser aus wird alles ruhiger, die Welt hält kurz für uns an. Und wir nehmen diesen Moment mit, weil man ihn nicht kaufen kann. Die Wellen spiegeln den Himmel, die Sonne tanzt auf dem Fluss. Wir entdecken neue Perspektiven, jeden Augenblick ein Genuss. Vom Wasser aus sieht alles anders aus. Die Stadt erzählt uns ihre Geschichten. Alte Brücken, schöne Häuser ziehen langsam an uns vorbei. Wir lassen uns vom Fluss begleiten, genießen jeden Augenblick. Ein Sommertag voller Leichtigkeit, ein kleines Stück vom großen Glück. Vielleicht sind es nicht die großen Dinge, die uns später wieder einfallen. Vielleicht sind es diese ruhigen Stunden, wenn wir einfach glücklich waren.
Vom Wasser aus sieht alles anders aus. Der Tag zieht langsam seine Kreise. Wir fahren weiter, Stück für Stück, auf dieser kleinen Sommerreise. Mit Sonne, Wasser und einem Lächeln, mit Leichtigkeit im Herzen dabei. Manchmal ist das größte Abenteuer einfach eine Fahrt auf dem Fluss zu zweit. The sun is shining on the water. The summer heat is in the air. We take it slowly, take it easy. There's no need to go anywhere. The river carries us so gently. The city fades into the view. With a cold drink in our hands, we enjoy this moment, me and you. No need to hurry, no need to chase the day. We found a little piece of summer and we're letting it stay. Let the river carry us, let the sunlight paint the sky. Every moment feels like a memory, passing slowly by. The water keeps on moving, the world is turning slow. We're exactly where we wanna be, and that's all we need to know. Let the river carry us through this summer afternoon. A little bit of happiness beneath the golden sun. Resting on the rooftops, the water shines like glass. We watch the bridges and the landscape slowly disappearing as we pass. A quiet smile, a simple moment, a day we won't forget. Sometimes life is at its best when we don't need anything else. No perfect plans, no place we have to be, just this beautiful summer day and the feeling of being free. Let the river carry us, let the sunlight paint the sky. Every moment feels like a memory, passing slowly by. The water keeps on moving, the world is turning slow. We're exactly where we wanna be, and that's all we need to know. Ooh, yeah. Years from now we'll remember this warm and golden day. The sound of water, the summer sun, and how we let time drift away. Let the river carry us, let the moment. Nach der Rundfahrt kehrten wir erschöpft, aber mit vielen schönen Eindrücken zum Campingplatz zurück. Abends zog dann schließlich noch ein Gewitter über uns hinweg.
Sonntag gegen 9:45 Uhr verließen wir Brandenburg an der Havel und setzten unsere Tour fort. Weiter ging es an die Ostsee nach Kühlungsborn und wir hoffen, ihr begleitet uns auch im nächsten Teil unserer Reise. Anderswo und doch daheim, im Wohnmobil zu Hause sein. Oh, anderswo, oh, 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 oh. Jeder Tag ist ein neues Kapitel, wir sind anderswo und doch da.